Hallo zusammen, danke für das Einschalten. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Danke, dass Sie wieder dabei sind. In diesem Video möchte ich ein sehr wichtiges und aktuelles Thema ansprechen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mitbekommen haben, was mit dem Internet in Russland passiert. Wenn nicht, dann will ich Ihnen in diesem Video davon gerne erzählen. Bleiben Sie bitte dran. Los geht's! Seit Mitte 2025 hat sich das Internet in Russland von einem reinen Alltagswerkzeug zu einem Schauplatz verwandelt, auf dem Technologie, Sicherheit und staatliche Politik eng verflochten sind. In wenigen Monaten wurden Regeln und Praktiken eingeführt, die den Alltag verändern. Von Medien über Wirtschaft bis hin zu Messenger-Diensten und Mobilfunk. Im Folgenden eine ausführliche Darstellung dessen, was passiert ist und welche Folgen das hat. Erstens. Neue Vorschriften und erweiterte Befugnisse der Regulierungsbehörde. Im Herbst wurden Maßnahmen verabschiedet, die Roskomnadzor zusätzliche Instrumente zur Kontrolle des Datenverkehrs und zur Sperrung von Seiten im Inland geben. Formal dienen diese Schritte der Stabilität der Netze. Praktisch bedeuten sie, dass der Zugang zum globalen Netz bedingt und steuerbar wird. Zweitens. Gesetzliche Maßnahmen, neue Verbote und Sanktionen. Im Sommer verabschiedete das Parlament eine Regelung, die Bußgelder für das gezielte Suchen nach als extremistisch eingestuften Inhalten vorsieht. Dies erweitert die Kontrolle nicht nur über veröffentlichte Inhalte, sondern auch über das Suchverhalten der Nutzer. Für viele bedeutet das: gewohnte Umgehungswege wie VPNs, anonyme Suchen und alternative Messenger geraten unter Druck. Drittens. Reale Störungen und Whitelist-Tendenzen. Berichte für Juli-August wiesen auf großflächige Ausfälle im mobilen Internet und Verlangsamungen beim Zugriff auf ausländische Plattformen hin. Zugleich zeichnet sich ein Trend zu sogenannten Whitelist-Ansätzen ab, bei denen nur genehmigte Seiten erreichbar bleiben, während andere blockiert oder stark gedrosselt werden. Für Unternehmen bedeutet das Dienstunterbrechungen, für Nutzer einen Wandel gewohnter digitaler Abläufe. Ein weiterer Punkt: Maßnahmen gegen VPNs und verschlüsselte Messenger. Einschränkungen von VPN-Diensten sowie Versuche, Nutzer zu identifizieren, die verbotene Inhalte suchen, führen zu einer deutlichen Einengung des digitalen Raums und zu einem Rückgang der Privatsphäre. Das erhöht Risiken für Journalisten und Aktivisten sowie für Kleinunternehmen, die auf sichere Kommunikationskanäle angewiesen sind. Das führt dazu, dass internationale Dienste und Funktionen, die wir gewohnt sind, etwa Anrufe über Messenger-Apps, teils eingeschränkt oder unzuverlässig funktionieren. Im August 2025 wurden teilweise Sprach- und Videoanrufe über populäre Apps aus Sicherheitsgründen limitiert. Für Nutzer heißt das, gewohnte Kommunikationswege können plötzlich an Qualität oder Verfügbarkeit verlieren. Es gibt auch praktische Maßnahmen. 24-stündige Sperre von SIM-Karten, die aus dem Ausland zurückkehren oder längere Zeit inaktiv waren. Das ist ein Beispiel dafür, wie Eingriffe nicht nur den Inhalt, sondern die Mobilfunkinfrastruktur selbst betreffen. Reisen, Kommunikation und grenzüberschreitende Arbeit werden dadurch komplizierter. Seit dem Herbst schalten Netzbetreiber mobile Daten ab, wenn SIM-Karten gerade aus dem Roaming zurückkehren oder mehrere Tage inaktiv waren. In der Regel bis 24 Stunden. Telefonate sind meist weiterhin möglich, doch mobiles Internet ist vorübergehend eingeschränkt. Offiziell werden diese Maßnahmen mit Sicherheitsgründen begründet, etwa um zu verhindern, dass SIM-Karten zur Navigation von Drohnen missbraucht werden. Ein weiterer Punkt sind gezielte Abschaltungen und Drosselungen des mobilen Internets in bestimmten Regionen.
In den vergangenen Monaten gab es wiederholte lokale Ausfälle, besonders in Grenzgebieten und in der Nähe militärischer Einrichtungen. Betreiber und Experten nennen Sicherheitsgründe, doch die Auswirkungen sind deutlich. Probleme bei Zahlungsdiensten, Lieferverzögerungen und Herausforderungen für Notdienste. Für Vielflieger gibt es praktikable Maßnahmen. Beachten Sie die 24-stündige Sperre bei Rückkehr. Manchmal lässt sich der Dienst durch eine kurze Verifizierung beschleunigen. Halten Sie eine russische SIM-Karte bereit, die nicht im Ausland war, und richten Sie alternative Zugriffsmöglichkeiten auf Konten ein. Zusätzliche E-Mails oder Offline-Kommunikation mit Vertrauenspersonen. Was bringt das dem Staat und was verlieren die Nutzer? Aus staatlicher Sicht erhöhen solche Maßnahmen die Kontrolle über das Informationsfeld und bieten Werkzeuge gegen äußere Einflüsse. Sie helfen, den Einfluss ausländischer Plattformen zu regulieren. Die Kosten sind jedoch hoch. Reduzierte ökonomische Flexibilität, neue Belastungen für den IT-Sektor und wachsende Unsicherheit für Bürger. Reputation von Plattformen, Geschäftsmodelle und gewohnte Kommunikationswege ändert sich. Menschenrechtsgruppen sprechen von einer langfristigen Tendenz zur digitalen Autonomie und verstärkter Kontrolle. Mögliche Szenarien für die Zukunft. Die Regulierung wird strikter, Wirtschaft und Nutzer passen sich an und verlagern Dienste auf genehmigte Plattformen. Bei Bedrohungen oder Krisen kann der Zugang zu globalen Diensten zeitweise eingeschränkt werden. Neue Umgehungsmethoden treffen auf neue Blockierungsmaßnahmen. Ein permanenter Wettstreit zwischen Maßnahmen und Gegenmaßnahmen. Fazit: Die zweite Hälfte von 2025 brachte in Russland eine neue Realität. Das Netz innerhalb des Landes wurde kontrollierter und fragmentierter. Mobile Verbindungen sind weniger vorhersehbar, insbesondere nach Auslandsaufenthalten. Das ist kein Grund zur Aufregung, wohl aber zur Vorbereitung. Sorgen Sie für alternative Kommunikationswege, planen Sie Reisen mit Blick auf digitale Erreichbarkeit und prüfen Sie Quellen kritisch. Für Blogger ist das eine Chance zur Anpassung. Wichtige Inhalte vorab hochladen, die Community informieren und mehrere Plattformen zur Verbreitung nutzen. Wie sich die Lage weiterentwickelt, hängt davon ab, wie schnell sich Menschen und Unternehmen anpassen und welche technischen Lösungen als Antwort entstehen. Also, das war's von mir für heute. Danke, dass Sie die Zeit gefunden haben, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Jetzt wissen Sie Bescheid, was in Russland mit dem Internet passiert. Und basierend auf diesen Kenntnissen können Sie jetzt entscheiden, ob Sie nach Russland jetzt reisen wollen. Wenn ja, dann herzlich willkommen in Sibirien. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen alles Gute im Alltag und wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.